Deutschsprachiger Islamunterricht für Kinder und Jugendliche. Ich bin gerade in Köln. Genau in die DİTİB-Moschee. Hast du schon mal diese Moschee besucht? Schreib mir in die Kommentare. Du willst wissen, was die Komponente und die Funktion einer Moschee sind? Dann lehn dich zurück, drück auf den Like-Button und bleib unbedingt bis zum Ende daran. Die Komponente einer Moschee. Erster Moscheeturm, Minarett. Vom Minarett aus wird mittels des Gebetsrufs der Beginn der Gebetszeit angekündigt. Neben der Einladung zum Gebet beinhaltet der Gebetsruf das Glaubensbekenntnis. Das Minarett ermöglicht dem Gebetsrufer, Muezzin, seine Stimme weithin hörbar zu machen. Heutzutage werden an den Minaretten Lautsprecheranlagen benutzt. Zweite, Gebetsrufer, Muezzin. Der Muezzin ruft die Gebetsrufe, Asan, aus und begleitet mit sonstigen Gebeten den Vorbeter, Imam, gemäß der islamischen Gebetsliturgie. Diese Aufgabe kann jeder Muslim verrichten, der die dazugehörenden Grundkenntnisse und Fähigkeiten besitzt. Dritte, Gebetsmütze, Takke, Tarbusch. Es wurde zur Tradition, dass die Männer während des Ritualgebets ein Turban oder als eine abgeänderte und vereinfachte Form Gebetsmützen trugen. Die Kopfbedeckung wurde als ein Zeichen für Demut und Respekt angesehen. Vierte, Kuppel, Kubbe. Kuppelbauten wurden ab dem 10. Jahrhundert im Moscheebau verwendet. Dies war ein Zeichen für den Fortschritt in der Baukunst. Die Kuppel hat sich traditionell durchgesetzt, weil man damit weite Flächen mit wenigen Säulen bedachen konnte. Außerdem fördert sie die Akustik der Moschee. Fünfte, Schrifttafeln, Loha. Innerhalb der Moschee befinden sich Tafeln mit Kalligraphien, auf denen die Namen Gottes, der Name des Propheten, die ersten 4 rechtschaffenden Kalifen und die Enkelkinder des Propheten und sowie einige Versen stehen. Sechste, Predigtkanzel, Minbar. Diese liegt in der Regel auf der rechten Seite der Gebetsnische. Auf ihr predigt der Vorbeter, Imam, der Gemeinde während des Freitagsgebetes und der Festgebete, Ramadan und Opferfest. Siebte, Gebetsnische, Mihrab. Diese befindet sich ganz vorn und zentral in der vorderen Moscheewand und zeigt die Gebetsrichtung, Qibla, Kible, zur Kaaba in Mekka an. Hier betet der Vorbeter, Imam, der Gemeinde vor und führt sie im gemeinsamen Gebet steil. Alle Muslime auf der Welt richten sich zur Kaaba in Mekka, wenn sie das Ritualgebet verrichten. Achter Vorbeter, Gelehrter, Imam, Hodja. Theologisch gebildete Fachleute werden Vorbeter oder Gelehrte genannt. Sie betreuen die Gemeinde in religiösen, sozialen und anderen Fragen. Sie halten Predigten, beten die gemeinsamen Gebete vor, helfen der Gemeinde und beraten sie. Der Vorbeter ist kein Geistlicher wie im Christentum. Jeder Muslim, der über das Grundwissen und die Fähigkeit verfügt, kann das gemeinsame Gebet vorbeten. Neunte Robe, Djoba und Turban, Fes. Diese Kleidungsstücke trugen früher angesehene Menschen. So wurde es auch zur Tradition, dass der Vorbeter, Imam, für die Predigt und das Gebet die Robe, meistens schwarz, aber auch weiß und grün, und den Turban als Gewand trägt. 10. Gebetskalender, Takwim. Muslime haben in jeder Moschee und meistens auch zu Hause einen Gebetskalender, auf dem die einzelnen Gebetszeiten für die jeweilige Stadt ablesbar sind. Da sich die Gebetszeiten nach dem Sonnenverlauf richten, ändern sie sich in jeder Jahreszeit. Die Gebetszeiten werden deshalb auf dem Gebetskalender für jede Stadt aufgelistet. 11. Vortragskanzel, Kursi. Auf der Vortragskanzel, Kursi, hält der Vorbeter, Imam, oder ein eingeladener Redner seine Rede über religiöse und andere Themen außerhalb des Gebetes. Dies kann auch zu anderen Anlässen wie Hochzeit und ähnliche erfolgen. 12. Vorlesetisch, Lesepult, Rale. Bei der Rezitation, Qira'at, des Koran außerhalb des Gebetes, wird dieser Vorlesetisch bzw. Lesepult benutzt, damit man die Hände frei hat und sich auf die Rezitation des Korans konzentrieren kann. 14. Gebetsteppich, Sajada. Der Muslim soll darauf achten, sein Ritualgebet auf einem sauberen Platz zu verrichten. Somit wurde es aus praktischen Gründen zur Tradition, dass die Moscheeböden mit Teppichen bedeckt wurden. Die Muslime haben sich auch einen kleinen Gebetsteppich, Sajada, für zu Hause oder woanders angeeignet. Denn dieser garantiert, dass die Gebetsstelle sicher sauber ist. Gebetsrufergalerie, Mahfil, Deka. Diese liegt meist gegenüber von Minbar bzw. Mihrab und ist ein abgesonderter erhöhter Ort, wo der Gebetsrufer, Muezzin,
den Vorbeter, Imam, gut sehen kann. Denn auf diesem Podium leitet der Muezzin das Gebet ein und begleitet den Vorbeter, Imam, gemäß der islamischen Gebetsliturgie. 13. Gebetskette, Tasbih, Subha, nach dem Gebet werden einige weitere Gebete gesprochen. Damit die richtige Anzahl gesprochen wird, kann man eine rosenkranzähnliche Gebetskette benutzen, die in 3 Bereiche mit je 33 Kugeln aufgeteilt ist. Man sagt je 33 Mal, Subhanallah, Gott ist fern von Unvollkommenheiten, Elhamdulillah, Gott sei gelobt und gepriesen, und Allahu Akbar, Gott ist der Größte. Man kann diese Gebete überall, jederzeit und auch ohne die Gebetskette zu benutzen sprechen. 15. Waschhäuschen, Schartewan, diese etwas orientale Einrichtung ist für die leichte Durchführung der Ritualwaschung angelegt. Diese Einrichtung ist sehr häufig im Moscheehof zu finden. Wenn ein Muslim das Ritualgebet, Salat, Namas, verrichten möchte, muss er die Ritualwaschung, Abdest, Wudu, machen, die ihn innerlich für das Ritualgebet vorbereitet und ihm symbolisch die seelische Reinheit verleiht. Moscheeverzierung, Tasienat. Wegen des islamischen Bilderverbotes haben die Muslime ihre Moscheen mit Ornamenten, Kalligraphien und Arabesken geziert. Die Arabesken mit den ineinander greifenden geometrischen Figuren, die keinen Anfang und kein Ende haben scheinen, symbolisieren die Unendlichkeit Gottes, und die Arabesken mit Blütenvasen und Gärten sollen symbolisch die Schönheit des Paradieses. Muslime beten auf dem Boden, Moscheen sind in der Regel mit Teppichen ausgelegt. Diese sollen sauber bleiben, daher zieht jeder Besucher am Eingang seine Schuhe aus und stellt sie in das Schuhregal. Was ist eine Moschee? Die Moschee ist Gotteshaus und Gebetsstätte für die Muslime. Das Wort Moschee im Deutschen und in den europäischen Sprachen wie zum Beispiel Mosque, Englisch, Moskee, Französisch und Mezquita, Spanisch, kommt von dem arabischen Wort Masjid und bedeutet, der Ort, wo man Gott anbetet. Größere Moscheen wurden auch Jami genannt, was so viel wie der sammelnde Ort bedeutet. Also jeder Ort, wo man zu Gott betet, und jeder Ort, wo sich die Gläubigen zum Ritualgebet versammeln, ist eigentlich eine Moschee. Insofern muss im Islam eine Moschee nicht eingeweiht bzw. entweiht werden. Zu den wichtigsten Gottesdiensten, die in der Moschee abgehalten werden, zählen die täglichen 5 Ritualgebete, das Freitagsgebet und die Festgebete für Ramadan und Opferfest. Die Moschee ist keine Institution wie die Kirche. Im Islam existiert keine Institution, die die Religion oder Gott repräsentiert und Glaubensinhalte verbindlich festlegt. Funktionen der Moschee. Die Moschee darf nicht nur eine Gebetsstätte darstellen, die vom Leben abgekoppelt ist, sondern soll auch eine Stätte der Bildung, des Sozialwesens und des inneren sowie sozialen Friedens darstellen. Dementsprechend hat die Moschee verschiedene Funktionen. Folgende sind einige wichtige davon. Gebetshaus. Es werden Gebete und Gottesdienste abgehalten. Begegnungsstätte. Die Muslime treffen sich im Lokal der Moschee und feiern hier Hochzeiten, Beschneidungsfeste, interreligiöse Veranstaltungen, Pilgerfahrten und so weiter. Bildungsstätte. In den Moscheen findet unter anderem der Koranunterricht statt. Darüber hinaus werden Sprachkurse und Nachhilfeunterricht angeboten. In jeder Moschee gibt es eine große oder kleine Bibliothek. Armenküche. Es werden aus verschiedenen Anlässen Mahlzeiten ausgegeben. Besonders im Fastenmonat Ramadan ist dies eine Tradition. Ruhezone. Die Moschee ist auch ein Ort der Ruhe. Soziale Unterkunft. Bei Bedarf dient die Moschee als Unterkunft bzw. Notunterkunft. Hoffentlich war unser YouTube-Video für dich hilfreich. Teile das Video mit Freunden, wenn es dir gefallen hat.